Was ist passiert? Es hat geregnet. Verstehe ich nicht. Es hat geregnet. Aber kräftiger als letztes Mal. Das ist alles nass. Wir sind jetzt hier in der Walfischbucht, also in der Walfish Bay in Englisch heißt es hier in Namibia. Wir werden jetzt gleich eine Katamaran-Tour machen, hier über das Wasser. Ich hoffe, wir werden viele Tiere sehen. Das sind Delfine, Pelikane oder auch Robben. Das ist das, was mir versprochen wurde. Mal sehen, was am Ende kommt. Vielleicht sehen wir noch einen Wal, das werden wir sehen in der Walfischbucht. Das würde mich auch sehr freuen. Und hinter mir sieht man ein riesiger Hafen. Alles von den Chinesen finanziert, alles auf Kredit finanziert. Die namibische Regierung muss dafür bezahlen. Geht davon aus, dass sie das nicht bezahlen würden. Wahrscheinlich, wenn sie es nicht bezahlen können, wird das wahrscheinlich irgendwann chinesisches Territorium werden. Wir werden das noch sehen, was in Zukunft noch kommen wird. Aber die Chinesen investieren sehr viel in Namibia. So, jetzt geht's aufs Boot. Well, ladies and gentlemen, buongiorno, guten Morgen, good morning. Welcome on board. My name is Sanel. I'm going to be your guide today. My captain is Simon. Good morning, Simon. The toilet. Gentlemen, right hand side, please. Ladies, left hand side, please. Gentlemen, please mind the wind. And the pelicans in the area. Snip, snip. I'm only kidding. If we are lucky, we might see whales, Berlin. Okay? Okay. Oh, excellent. Okay, ladies and gentlemen, this is Nicholas. He's a young boy of about 5 years old. And they can live to be almost 35 years of age. Not so close. This one who likes to bite. Are you going to take nicely? Take nicely, please. Thank you. Nice and easy, please. Thank you. Hoppala! 1, 2, 3, up! Good job! Thank you so much. Sitzen wie alte Leute hier mit einer Decke da, damit wir nicht frieren. Nicht, dass wir unseren Hund holen. So. So schön die Hände jetzt unter der Decke. Perfekt. Good morning, Jojo! Ladies and gentlemen, this is Jojo. I'm coming, hold on. Jojo is an eastern white pelican, or a great white pelican in the old days. I'm coming. If you look at her, how much do you think the weight is? Gewicht. Take a guess, please. 5, 20, 2, 20, 30, 40. Well, guys, 3 kilos only. The bones are hollow. Yeah, it's my fish. It's my fish. No, it's my fish. How big do you think the wingspan is when they fly? Spannweite. 2 meters, 3 meters? 5 meters. 5 meters, 5 meters. What do you think? 6 meters. 3.5. 3.5. It's 2 meters when they fly away from the sun, and 1 meter when they fly towards the sun. Do you know why? Because they fly like this. Sorry, blonde joke. I couldn't resist.
It's 2 meters, yes. Thank you. And now, look, it's empty. Oh, terrible. Look, see? See you later. It's empty. Yeah, you had enough. You're pooping already. Hey! Go, 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 go! Good job. Go, 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 go! The Namibian Luftwaffe. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. This is Sparkle. Sparkle. I haven't seen you in 2 weeks. I have not seen you in 2 weeks. Hier hinter mir sieht man die Seelöwen. Hier in dieser Kolonie in der Nähe hier von der Walfischbucht, also in der Stadt Walfischbucht, leben zwischen 80.000 bis 120.000 Seelöwen. Ist immer abhängig, ob nun gerade Brütezeit ist, Geburtszeit ist, wo sagen neue Seelöwen kommen. Und es ist so, dass die männlichen Seelöwen für 3 Monate abhauen, sich fett fressen und dann sagen, gegen die männlichen Seelöwen kämpfen, um dann die, ich sag mal, die Frauen zu beglücken. Ja, männlicher Seelöwe hat dann 40 bis 80 Seelöwinnen. Watching you. I've got eyes in the back of my head. Don't even think about it. Das ist namibischer Kaffee. Ladies and gentlemen, ooh, cheers! Yes. And for Neptune. For good luck. Neptune. Einer fürs rechte Bein, einer fürs linke und der letzte dann fürs gute Sehen. Also dann Prost. Kann man trinken, jetzt doch nicht ganz so viel Alkohol drin, aber ist nicht so mein Ding. Ich bin eh nicht so der Schnapstrinker, ich bin eher Freund von Bier. You see where all the boats are? Whale. Whale. The humpback whale, Buckelwal. They go up to almost 25 tons in weight, 17 to 18 meters in length. 7 to 18 meters. Okay, so we're gonna get there and then hopefully we see him nicely. Yay! There she is, you can see her. She just came up in front of the 2 boats there. Yes. Okay, so we're gonna approach and approach. As soon as we have the sighting, we don't want too many boats crowding her, confusing her, okay? It's okay, calm down, calm. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Look him intuition, play the cards, let's face the start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Jetzt geht endlich die Musik an, jetzt sind wir im Partywood hier. Yes. Very old. Very old? My age. Really? Yes, man. Ah, look at that. How many more glasses do we need? Gentlemen. Thank you. Lecker Champagner während der Bootsfahrt. Who has So. never all eaten with
äußerst trockener. Da vertrocknest du. Das Interessante ist hier, dass normalerweise Austern 3 Jahre brauchen, um diese Größe zu erreichen. Aber in Namibia ist es so, dass sie nur 9 Monate brauchen, um diese Größe zu erreichen. Dadurch, dass das Wasser sehr sauerstoffhaltig ist. Das einzige Problem ist, das Wasser ist zu kalt, die können sich nicht reproduzieren. Deswegen wurden die früher importiert, die jungen, kleinen Austern. Aber jetzt werden die industriell sozusagen reproduziert. Und jetzt, ja, ich probiere einfach mal, wie das hier schmeckt. Ja, ich habe schon was Besseres gegessen, muss ich ehrlich sagen. Aber, boah, naja. Unsere Tour ist es fast beendet. War eine sehr schöne Tour gewesen. Die Tiere kommen direkt an Bord. Ein Seelöwen durfte ich sogar selbst füttern. Das war sehr schön gewesen, hat mich gefreut. Er ist sozusagen hochgesprungen aus dem Wasser und hat mir aus meiner Hand gefressen. Wir haben einen Wal gesehen, der ja, sich leider nicht so oft gezeigt hatte, weil darum haben wir jetzt nicht auf Kamera. Aber ja, auf jeden Fall war er da. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, aber leider könnt ihr ihn nicht sehen. Ja, sehr schön gewesen und zum Abschluss gab es so ein schönes Essen. Aber einwandfrei gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Wir waren jetzt gerade auf der Katamaran-Tour gewesen. Das ist hier die Chefin. Und ja, sie möchte ein bisschen was von ihrer Firma erzählen und ein bisschen was zu Namibia. Und ja, wir werden so kurz hören, was du zu sagen hast. Who are you and what are you doing here in Walfish Bay? My name is Carol Ann. I'm captain from Manatee, Yacht Manatee, the owner of Namibia Dolphin and Seal Catamaran Cruises in Walfish Bay. So we do the dolphin cruises at sea. We take the people out on the boats, have them experience the interaction with the wildlife. So the seals jump on the boat and the people can feed them. They can give food to the seagulls, to the cormorants, to the pelicans that come onto the boat, and it's quite interesting. That's what we do to create a once-in-a-lifetime opportunity for the people. I can absolutely recommend this tour. I like it, but it was a bit freezing today. But no sun today. But all the animals was on the boat. The pelican, the seal, and a buckelwal. Buckelwal, yeah, the buckelwal. Yes, I saw the buckelwal. But it was a very short period. He was a bit lazy. Yeah, he should jump a little bit more. Okay. What can you say about Namibia? How is it now? What you can say, what business is the right one here to invest? You're doing tourism? Absolutely. Tourism in Namibia is still the #1 attraction, being that foreign visitors will come and visit the country. We've got vast lands and very contrast in the country itself. A lot of animals, so the people do that. And then of course we have mining, different kinds of mining in Namibia. The uranium mine, we had one of the largest uranium mines in the world, being Rossing Uranium. And then lately, over the last few years, 5 other mines popped up, and now there are eventually 7 mines. The uranium, we've got a uranium agreement with the Uranium World Organization, saying that the uranium that we take in Namibia, we will use it for electricity, not for nuclear. You know, Iran had some partners in a uranium mine in Namibia. But with the World Organization, they said please to stop all ties with Iran because they use it for nuclear, and therefore some of the ties were cut, and it caused a little bit of a disruption in the uranium relations with the rest of the world. Is Namibia using uranium by themselves, or export? They export everything? Export. Yeah. Yes, we have a lot of uranium, and it's quite strange. We have all this uranium for electricity, but we don't use it. We export mostly to China, of course, and then a lot to America and France, because the quality of the uranium we have, they use it with the quality of uranium they have, and then they mix it to get certain components from each other, and then it can be used for the electricity. Okay. You told me you have traveled a lot of countries, and compared to Namibia, is Namibia the best country of the world, or what do you say? During 24 years, I stayed in 36 countries. Yeah. And I always said one day when I have children, I'll come back to Namibia and I have my children here. Namibia is beautiful. We have a vast country. The people are very friendly. The different tribes, the different kinds of people get on very well with each other. We don't have war here. Everybody's got enough food. We've got drought in Namibia though, not enough water. But I think from the countries that I saw, some of them are really beautiful, but Namibia is my #1, yes. Yeah, that's nice. What do you say, what must change Namibia to solve the problem with poor people? What must change here in this country?
the government needs to spend the money for what it is needed to. If you get money from the taxpayer, it must be used for the hospitals, for the poor people. It mustn't go into salaries for government people. That needs to change. I think that is a common problem in Africa in the last 15-20 years. Money gets taken from the people and then it's channeled into salaries, but unnecessarily large salaries. So I think if that can be addressed, a lot of poverty can be changed. What's the relationship with all the other boat companies here? We are 7 companies doing this work. We've been doing it now 10 years. Oh, my husband started this company now 12 years ago. I've been doing it 10 years now. We have all a friendly agreement. So when we are at sea, we all have radios. If we see a dolphin or a whale or something, we will radio the next boat and say, listen, we have a whale, and they will come. So we've got a very nice, friendly agreement amongst each other. Yeah, thank you so much. And what we heard now is the Namibia, the companies don't fight against, they fight together for a better Namibia. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Ich habe heute schön für meinen Kameramann gekocht. Hier sieht das nicht lecker aus. Hier, kannst du was haben? Danke. Heiß? Danke sehr. Das sieht das so lecker aus. Number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse. Like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Wir sind jetzt im Swakopmund auf dem Stadtfest und hier sind lauter deutsche Fahrer. Mal gucken, ob die an diesem Stand auch Deutsch reden können. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Hallo, ich hätte gerne Currywurst. Currywurst? Ja, die Currywurst. Okay, aber Chicken sprechen die Deutsch. Currywurst. Danke. Ja, mal sehen, wie die Currywurst jetzt schmeckt. Ich hatte damals in der Berufsschule immer Currywurst gegessen, fast jeden Tag. Mal sehen, ob die genauso gut ist. Mal schauen. Ja, ein bisschen nach Ketchup, aber gut. Ja, ich muss ja ein bisschen testen, was alles so schmeckt. Bin ich jetzt zum Lamm übergegangen. Ja, na gut. Glühwein. Jetzt gibt's Glühwein. Ah, riecht auf jeden Fall sehr gut. Kommt ja fast schon Weihnachtsstimmung hier auf. So, schmeckt auch mal schlecht. Fehlt ein bisschen Zucker, würde manche einer sagen, aber für die, die so Zucker lieben, bisschen herb. Also ich kann nicht tanzen, aber das kleine Mädel, das kann tanzen. Das nächste Bier-Unboxing wird hier stattfinden im Swakopmund Brauhaus. Nur hoffen, dass sie auch Flaschenbier haben. Dankeschön. Hier ist das Bier, Namib Dunes Bier, 4,7% und ist direkt hier im Swakopmund
gebraut worden und abgefüllt. Und der Chef hat schon persönlich geunboxed dieses Bier. Wollen wir mal probieren. Ja, es schmeckt wie ein Blond Ale. Schmeckt sehr gut. Ich trinke sehr gerne Ales. Dem würde ich 8 Sterne von 10 geben. Teufelsskalle ist eine Pflanze hier in die Wüste. Okay. Das ist sehr bitter. Aber das schmeckt. Okay. Erste Mal nicht, aber zweites Mal wieder. Gut, riecht gut auf jeden Fall gut, ja. Wir sind jetzt gerade im Swaggermund Brauhaus, haben einen sehr netten Barkeeper hier kennengelernt, der gerne euch mal seine Geschichte erzählen möchte, wie er Deutsch gelernt hat und wie er zu seinem Job gekommen ist. Wie kam's? Ja, wie es gesagt hat, ich war in Swakop geboren, groß geworden in Südafrika. 11 Jahre sind wir wieder zurück in Swakopmund. Hat gefragt, der Chef, darf ich hier arbeiten? Er hat gesagt, wenn du Deutsch reden kannst, kannst du bei uns bleiben. Aber du hast nur 3 Monate, Deutsch zu lernen. Und 6 Monate später habe ich das geschafft. Kannst du was über die deutsche Community, über Swakopmund sprechen? Gibt es hier viele Deutsche? Hier gibt es viele Deutsche. Swakopmund, meistens von den Leuten sagen, das ist kleine Deutschland. Ich meine, wenn du guckst, alles ist deutsch gebaut. Und meistens von den Mannschaft ist auch deutsch, wie sagt man, beschäftigt. Ja. Also ich verstehe, ihr habt viele deutsche Kunden hier. Echt viel, viel. Ich habe jetzt noch 3 Flaschen von meinem Unboxing. Was das für Flaschen sind, lasst euch überraschen. Und wenn ihr auch mit Depp-Tunis trinken wollt in Swakopmund, dann abonniert den Kanal und gebt mir ein Like. Prost, bis zum nächsten Mal.